Der digitale Euro ist der Albtraum eines jeden Menschen, der ein dystopisches Kontrollsystem vermeiden möchte und der seine Freiheit liebt. Und es gibt jetzt einige Neuigkeiten. Die EZB hat genau verraten, wann der digitale Euro kommen wird und auch weitere Details, wie es jetzt weitergeht. Ja, und warum, dass dieser so stark missbraucht werden kann. Und noch weitere Themen, das sehen wir uns im heutigen Tippvideo an von Faszination Freiheit. Schön, dass du heute mit dabei bist. Liebe Grüße hier aus Südostasien. Man kann es im Hintergrund auch ein bisschen hier sehen. Und schön, dass du dich zugeschaltet hast. Also, wir sehen uns den digitalen Euro an. Es gibt einige Neuigkeiten. Und zwar, es geht in die Pilotphase. Diese startet 2027 in der zweiten Jahreshälfte, dauert ein Jahr, also bis 2028. Und dort nehmen 36 Zahlungsdienstleister teil, unter anderem Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Stripe, Adyen, Satispay und so weiter. Auch eine griechische Genossenschaftsbank und weitere Banken darüber hinaus. Ja, und es wird in 19 von 21 Euroraumländern der Fall sein. Nicht dabei sind Bulgarien und Malta. Offen sind noch sehr, sehr wichtige Fragen, wie zum Beispiel, wie viel Geld jeder Bürger digital halten darf, wer die Banken dafür bezahlt, ob Händler es annehmen dürfen. Die EZB verspricht erstmal weiterhin Privatsphäre, und zwar quasi ein Pendant zum regulären Bargeld mit den Offline-Zahlungen. Das soll auch nicht sichtbar sein für die EZB selber. Aber Anmerkung, das kann natürlich später jederzeit kommen. Also so wie der digitale Euro startet, wird er vermutlich nicht sein. Ein Jahr später, 3, 4, 5 Jahre später, kann man versucht, die Wirtschaft anzukurbeln oder bestimmte antidemokratische Dinge passieren oder mögliche Kriegsszenarien, Sanktionen und so weiter. Und da werden wir dann sehen, also der Fantasie, was man mit dem digitalen Euro machen kann, sind keine Grenzen gesetzt. Ja, von dem her aber schauen wir uns erstmal die Vorteile an für dich als Bürger. Und zwar kannst du, also mir ist ehrlich gesagt jetzt nichts Wirkliches eingefallen. Es ist relativ schwierig, es als Bürger echte Vorteile ja, zu haben. Ja, digital ist ja der Euro grundsätzlich schon, aber es können halt ganz andere Sachen zukünftig gemacht werden, wie wir jetzt auch gleich sehen werden. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Nachteile, und zwar aus der Sicht eines Bürgers. Sind übrigens teilweise exakt die Vorteile für jemanden, der zum Beispiel ja andere oder ja, kontrollieren möchte oder so ein Kontrollsystem einführt. Dann gibt es nämlich genau diese Möglichkeiten. Und im Übrigen, ich sage gar nicht, dass das gewollt ist, dass zum Beispiel über Kontrolle über andere ausgeübt werden möchte heute. Aber wer weiß schon, welche Regierung haben wir denn in 5 oder in 10 Jahren an der Macht? Vielleicht bist du eher links anzuordnen, vielleicht eher rechts oder in der Mitte, wie auch immer. Ja, das kann sich komplett 180 Grad drehen. Also aktuell haben wir eher links an der Macht. Und es kann dann auch später rechts sein oder dann geht es auch wieder zurück zu links. Ja, und je mehr Machtmöglichkeiten diese vorhanden haben, desto mehr können sie diese nutzen, um die anderen ja auszuschalten. Das ist das, was sie immer und immer wieder erlebt haben. Also jetzt nicht irgendwie hypothetisch. Deswegen ist es so gefährlich, wenn eine Partei oder auch bestimmte Institutionen oder die Politik viel zu viel Macht bekommt und diese dann missbrauchen kann. Also schauen wir uns, wie gesagt, jetzt mal die Nachteile an. Erstmal Cyber Security. Alles, was digital mit Geld ist, kann grundsätzlich gehackt werden. Das heißt, hier eine weitere Möglichkeit des Hackens. Wie ist es mit Datenschutz? Gerade wenn Daten abgegriffen werden, wer hat wie wo Zugriff darauf? Also weitere Variablen, die mit zukommen und mit der EZB und auch mit weiteren Playern dort am Markt, die vielleicht Zugriff auf diesen sehr, sehr wertvollen Datenschutz haben. Dann das Worst-Case-Szenario ist ein dystopisches Kontrollsystem. Und ich habe das gerade schon genannt. Wir wissen ja gar nicht, wer in 5 oder in 10 Jahren an der Macht ist, aber über all das hier potenziell ja, dann verfügen kann und das Ganze ausnutzen und ausbeuten kann. Wir haben letztendlich immer wieder gesehen, große zentralisierte Institutionen, früher oder später werden diese korrumpiert und nutzen dann diese Macht. Ja, und warum kann es hier gemacht werden? Einfach weil hier, wenn wir alle dann zum Beispiel ein Konto bei der EZB haben, was vielleicht mit der Zeit verpflichtend ist, als dann alles verbunden wird, auch unsere Bankkonten darüber hinaus, mit der digitalen ID, über die wir auch schon immer wieder berichtet haben, die auf dem Weg ist, und wirklich so der Sargnagel, wirklich, und auch so, das, sagen wir so, das Zentrum, das Herz eines jeden Kontrollstaates wäre. Also da ist ja die Stasi dann wirklich gar nichts dagegen. Also wenn alles digitalisiert wird und es läuft alles auf deine digitale ID, also alle Daten werden dann dort gesammelt, dann holla die Waldfee, ist wirklich alles da mit drin und dann wie ähnlich, vielleicht kannst du dir so ein bisschen vorstellen, dass man wie so einen An- und Ausknopf hat. Wenn man dann zum Beispiel möchte, die Person XY, ne, die Lisbeth oder der Hans, ja, die haben ja zum Beispiel eine bestimmte antidemokratische Partei dort gefördert. Egal, ob die jetzt dann extrem links oder extrem rechts sind oder was halt eben auch deine persönliche Meinung ist. Und die kann vielleicht das sogar ganz normal zugelassen sein, die Partei. Aber trotzdem wird gesagt,
Ja, also solche Leute wollen wir nicht, die also antidemokratische Bewegungen dort oder antirassistisch oder eben, wenn man sich nicht darauf einigen kann, wie viele Geschlechter man hat und du da eine andere Meinung hast als die, die offiziell vorgegeben wird. All diese Dinge können möglicherweise dazu führen, ja, dass du nicht mehr den vollen Zugriff hast oder vielleicht gar keinen Zugriff mehr. Und es kann auch ausgeweitet werden übrigens auf andere Bereiche, wie zum Beispiel Fortbewegung, wie im Zug, Flugzeug. Jetzt wird es inzwischen auch der Fall sein, dass Neuwagen werden mit Innenraumkameras ausgestattet. Da werden aktuell keine externen Daten geliefert. Aber wer weiß, wie das in 3, in 5, in 10 Jahren aussieht und mit welchen Begründungen, um ja eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder was auch immer dann zu schützen. Es ist in dem Sinne, also für diejenigen, die wirklich möchten, dass also ein Kontrollsystem etabliert wird, ist es übrigens optimal, wenn die Kriminalität immer weiter und weiter steigt, weil das natürlich eine perfekte Entschuldigung, um dann immer mehr Kontrolle auszuüben, um diese Verbrechen dann einzudämmen, was das Volk ja dann auch haben möchte. Wird vielleicht deswegen gegen bestimmte Strömungen und Dinge nichts gemacht oder sind die sogar gewollt? Tja, interessante Frage. Was wir jedenfalls historisch immer und immer wieder gesehen haben, je zentralisierter Institutionen und die Welt ist, ja, desto schwieriger wird es für Freiheitsrechte, desto schwieriger wird es für Bürger. Und deswegen, und dann sind quasi die Waffen, und welche zum Beispiel auch digitale Waffen, dann eher nach innen gerichtet und nicht nach außen. Ja, und der nächste Punkt, das ist die Programmierbarkeit. Das heißt, am Anfang wird es vermutlich noch nicht so stark mit all den Beispielen, die ich jetzt nenne, aber all das ist möglich. Deswegen müssen wir diesen Institutionen unbedingt auf die Finger schauen. Und zwar das Thema Geld mit Ablaufdatum. Du kennst es vielleicht, wenn du Flugmeilen hast, dann verfallen die zum Beispiel nach ein paar Jahren. So könnte es auch mit dem Geld sein. Das heißt, dass dann verfällt, um dann die Wirtschaft anzukurbeln, musst du das ganze Geld ausgeben. Dann Zweckbindung. Geld darf nur für bestimmte Dinge ausgegeben werden. Oder zum Beispiel ja, ein bestimmtes CO2-Kontingent. Wenn du das überschreitest, dann kannst du nicht mehr einkaufen gehen oder nur noch bestimmte Dinge. Ja, du kannst vielleicht dann Alkohol nicht mehr einkaufen oder andere Dinge, die jetzt ja schlecht für dich sind, beziehungsweise die so festgelegt werden. Oder wie gesagt, bestimmte Parteien und Co. dürfen dann nicht mehr unterstützt werden. Dann geografische Beschränkungen. Kann sein, dass du es in nur einem bestimmten Radius nutzen kannst. Also um dann eben, ja, damit du eben nicht so viel Auto fährst und nicht so viel CO2 verbrauchst. Oder dass bestimmte Länder eben nicht mehr möglich sind, weil die eben auf einer bestimmten Liste vermerkt sind. Dann negative Zinsen ohne Fluchtweg. Das heißt, es auch wieder negative Zinsen gibt, weil man irgendwie merkt, das ganze Zins- und Zinseszinssystem, das funktioniert nicht. Bargeld wurde potenziell bis dahin abgeschafft, dann ist ein Bankenrun nicht mehr möglich. Und es kann natürlich viel einfacher umgesetzt werden, dass dein Geld immer weniger wert wird, ja, und du dann auch angeregt wirst, das dann auszugeben. Ja, aber ansonsten wird es immer weniger und weniger. Das ist mehr im Umlauf und kann vielleicht auch wirtschaftlich gewollt sein. All diese Dinge und Themen sind grundsätzlich möglich und es aktuell eben nicht möglich ist, so einfach umzusetzen. Und der Kampf gegen das Bargeld geht parallel weiter. Wir haben ab 2027 die Bargeldverbotsobergrenze. Also es darf nur noch bis 10.000 € dann Bargeld benutzt werden. Vorher war es so, also es war absolut möglich, es wurde einfach nur registriert, aber jetzt haben wir wirklich die ersten Verbote. Und aus der Historie wissen wir, die Grenzen werden eher immer niedriger. Und Bargeld ist der natürliche Feind dieses digitalen Kontrollgeldsystems, weil es eben noch ein Ventil gibt, wo man entweichen kann. Ja, wenn es das nicht mehr gibt, ja, und es immer weiter abgeschafft wird, es gibt auch immer weniger Geldautomaten und Co. Es wird immer alles digitaler. Das, worüber das die meisten Menschen nicht nachdenken. Ja, und das birgt sehr, sehr große Gefahren. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, zwangsweise, dass jeder dort oben von Institutionen, auch die EZB, das genau umsetzen möchte. Aber der Punkt ist, früher oder später, wenn es bestimmte Machtstrukturen und Möglichkeiten gibt, werden diese genutzt. Ja, und Freiheit stirbt nicht in einem Paukenschlag. Freiheit stirbt zentimeterweise. Und das ist das, was wir sehen können. Wie gesagt, dass Autos inzwischen, dass es im Innenraum bei Neuwagen Kameras gibt, die einen beobachten können, die dann vielleicht auch mit der Zeit ja, freigeschaltet werden können, beziehungsweise die Daten auch weitergegeben werden. Die EU-Chat-Kontrolle. Die EU möchte alles, was du machst und tust, ja, um die Kinder zu schützen, ja, lesen. Dann können sie mitlesen und dann eben sicher zu sein, ja, dass du kein Verbrecher bist. Ja, Briefgeheimnis und solche Dinge und Themen, die einfach die Basis und der Grundpfeiler für die Demokratie gewesen sind,
Ja, alles nicht mehr so wichtig in der heutigen Zeit für die EU-Bürokraten. Das wird weiter vorangebracht, immer mehr Gesetze wie aktuell und es werden auch noch einige kommen. Und dazu sind wir nächsten Dienstag auch live. Es ist einiges an E-Metallmärkten passiert im Bereich Krypto. KI schwankt dort draußen und viele weitere Dinge auch, wie du dich hier vorsorgen kannst und zwar auch internationale Investments und Co. Sicheres Geld 2026, das aktuelle Update. Du findest den Link unterhalb von dem Video und da sind wir am Dienstag um 10 Uhr live und da kannst du auch alle deine Fragen zu diesen und weiteren Themen stellen und auch andere Menschen sind dort mit dabei und du kannst von deren Fragen ebenfalls lernen. Ja, was können wir also konkret jetzt tun? Also zum einen, ja, möglichst viele Auslandskunden, nutze unterschiedliche Geld- und Finanzsysteme und Länder außerhalb der EU. Meine Top 5, das sind ein Schweiz und Liechtenstein, dann Singapur, das Kontenparadies bzw. der sichere Kontenhafen dort in Asien. Dann haben wir die USA, eigenes Kontensystem mit den US-Dollar, der Weltwährung Nummer 1, wird auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Dann haben wir Mauritius, stark unterschätzt, ein sehr, sehr spannendes Kontendomizil. Und wir haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate und damit ein BRICS-Land. Ja. Und das ist auch der zweite Punkt, nutze das neue BRICS-System. Wir werden an dieser Stelle hier dazu auch informieren, habe auch immer wieder den Ex-Top-Investmentbanker Jürgen Wechsler dort zu Gast, der auch immer wieder speziell über BRICS und Co. informiert. Und nutze Krypto, wo wir auch in dem Crypto Powerhouse ja auch immer wieder spannende Events dort mit dabei haben. Wie kannst du Krypto konkret nutzen? Weil Krypto ist bereits ein paralleles zweites Geld- und Finanzsystem. Und Sie können versuchen, das zu reglementieren und von außen etwas zu beeinflussen, aber Sie können es nicht kontrollieren. Deswegen nutze Krypto, da hast du bereits jetzt einen konkreten Ausweg, natürlich nur, wenn du dich damit auskennst, aber auch, wenn du das auf deinem Bildschirm hast, dann bist du auch für das, was kommt, schon mal viel besser vorbereitet, als wenn du eben gar keine Fluchtmöglichkeit kennst und dich nie damit beschäftigt hast. In dem Sinne, ich freue mich auf dich nächsten Freitag. Herzlichst dein Thorsten Wittmann.